Im heutigen Video 153 gehen wir hier hinten rüber an die Transrapid-Strecke. Hier möchte ich gerne ein weiteres Schienenelement einfügen und eine weitere Stütze und darunter das Gelände zumindest erstmal vorbereiten. So, ich habe jetzt hier erstmal den ganzen Untergrund fertig gestaltet und somit auch den Bachlauf festgelegt, wie er hier den Schwung so richtig unter der Transrapid-Strecke hernimmt. Ja, ich glaube, das ist richtig gut. Die nächste Lampe wurde auch eingearbeitet und weitergeführt. Das Kabel natürlich unter den Steinen verlegt, das ist ganz klar. Jetzt mache ich mich als erstes mal an die Fundamente dran. Ich habe schon mal hier eins hingesetzt, das passt also soweit. Das andere wird dann hier drüben entstehen. Natürlich nicht in schwarz, sondern in hellgrau mit einigen Farbnuancen natürlich wieder drin. Ja, das ist das nächste Ziel und danach machen wir uns an die Schiene dran. Und da zeige ich euch ein kleines Problem, was ich habe. Die beiden Fundamente habe ich jetzt soweit hier erstmal eingebaut. Jetzt heißt es dran gehen und hier diese Stütze erst wieder bauen und dann kommen wir auch anschließend sofort zur Schiene. Auch die Stütze habe ich jetzt hier soweit eingefügt und gebaut, so ziemlich in der gleichen Höhe, so wie hier vorne. Vielleicht muss ich hier und da noch ein bisschen austarieren, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber jetzt geht es an die Schiene dran und dann zeige ich euch mal, wo jetzt hier das Problem ist mit den Steinen, die mir eigentlich fehlen. Das Problem ist, ich habe dieses Teil nicht mehr, woraus die Stütze ja gemacht ist. So, und ich möchte sie auch nicht nachbestellen, aber ich habe was in meinem Fundus entdeckt, was euch vielleicht auch stark daran erinnert, dass man so eine Stütze trotzdem bauen kann. Ja, und ich mache das mit diesen kleinen Kurven einfach von unten. Dadurch wird die Schiene zwar ein bisschen dicker, das zeige ich euch gleich einmal, aber ich denke, das ist eine gute Idee, denn ich habe wirklich, schaut mal, einen ganzen Beutel davon und wenn mir diese Dinger fehlen, ja, dann nehme ich doch erstmal die. Warum denn nicht? So, das ist hier jetzt die alte Schiene. Hier sieht man noch diese Teile, die ich gerade gezeigt habe und so sieht es im Profil aus. Ich habe mich auch schon dran gemacht und die neue Schiene tatsächlich gebaut. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Mit diesen kleinen runden Teilen und schaut mal, ich glaube im Profil ist das vollkommen in Ordnung. Ja, ich glaube, so sieht man es ganz gut. Und wenn man es von der Seite sieht, sieht man auch, dass die Schiene hier wohl ein bisschen dicker ist als hier. Aber ich denke, auf die Entfernung, wenn die so auf den Stützen aufliegen, ich glaube, das fällt kaum auf und deshalb baue ich das jetzt so ein und dann schauen wir uns das Ganze mal sofort eben an. So, jetzt habe ich die Schienen hier erstmal komplett verbaut und jetzt machen wir auch sofort den Transrapid Fahrtest hier über dieses Teil. Dazu stelle ich euch mal kurz hier eben ab. Und dann geht das auch sofort los. Muss nur aufpassen, dass er hinten nicht runterfällt. Deshalb ein bisschen langsamer. Ja, also es funktioniert. Auch die neue Schiene ist klasse soweit. Und das lassen wir bis hierhin erstmal so. Ja, das ist schon ein klasse Bild, muss man wirklich sagen. Das war ja noch nicht alles heute, denn jetzt mache ich mich auch hier unten dran an das Gewässer und ihr seht, es sind viele Noppen. Ja, es sind wirklich viele Noppen und ich belege sie auch immer doppelt. Alles mit 1×1, wie man hier sieht. Ja, da mache ich mich jetzt dran, zumindest erstmal grob vorbereiten. Schiene und Pfeiler habe ich jetzt hier erst einmal abgebaut. Das ging nicht anders, sonst komme ich hier einfach schlecht dran, weil ich ja jeden 1×1 hier von oben einzeln draufsetze. Auch wenn es manchmal zwei nebeneinander sind, es sind wirklich trotzdem alles 1×1. Ja, aber damit das Wasser halt so gut aussieht wie hier, müssen wir das halt dementsprechend hier weiterführen. Und jetzt kommen ja auch wieder die unterschiedlichen Blautöne drauf etc. pp. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir schon mal was Ordentliches heute hinter uns gebracht. Die Schiene ist jetzt erstmal wieder fest justiert und verbaut. Das habe ich jetzt erstmal gemacht und natürlich auch den Bach weitergezogen. Ja, ich glaube, das sieht doch jetzt richtig stark aus. In der Verlängerung und mal von oben gezeigt, wenn wir hier entlang des Baches einfach mal hergehen. So kann man das doch absolut lassen, oder? Was meint ihr? Ja, und insgesamt zur Transrapid-Strecke, was wir heute geschafft haben. Wir liegen jetzt bei 2,70 Meter Transrapid-Strecke. Das ist doch schon nicht schlecht, also inklusive im Berg natürlich. Ja, das soll es für heute allerdings dann doch gewesen sein, denn ich habe so viele Teile verbraucht, allein für diese Schiene. Das ist sagenhaft, weil ja jetzt diese größeren Elemente fehlen. Die Stütze, dieses Knickgelenk hier oben fertig gemacht und die Fundamente, den Unterbau und den Bach weitergeführt. Die grobe Ausgestaltung, denke ich, machen wir nächstes Mal, aber das sage ich euch dann nach den jetzigen Zugfahrten.
das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und eigentlich ist die Sachlage doch klar, meint ihr nicht? Das ist halbfertig, das müssen wir im nächsten Video komplett mit grün gestalten. Ich wollte das ja auch so machen, dass ich an der Stelle, Moment, wo kann man sehen, hier der Weg ein bisschen trennt, der andere läuft quasi hierher ins Nichts, ja, und der andere läuft dann hier unter der Schiene weiterher, parallel dann quasi zum Fluss. Und dazwischen müssen wir irgendwie auch was gestalten, vielleicht Bäume oder so. Dann auch hier vorne weitermachen. Das wird alles gar nicht so einfach werden. Aber seid gespannt aufs nächste Mal, immer donnerstags um 18:30 Uhr. Also, bis dahin. Tschüss.